Wir fahren jetzt weiter. Wir suchen einen Platz, der ein bisschen geschützter ist. Der ist ziemlich groß. Jetzt mittlerweile aneinander durchgeschweut, aber das Und es ist unfassbar, also wie groß dieses Ding gebaut wurde in den 70ern. Wir waren jetzt eine Nacht in der Cala Vadel, die bisher schönste Bucht auf Ibiza, die schönste von den beiden. Und ja, wir fahren jetzt weiter. Wir suchen einen Platz, der ein bisschen geschützter ist. Wir werden demnächst Nordostwind haben und da fahren wir jetzt mal in die Cala Tarida und hoffen, dass wir da besser aufgehoben sind. Die Nacht war relativ okay. Wir haben hinter uns so 2 Boote mit insgesamt 6 oder 8 Spaniern. Die waren relativ laut heute Nacht. Und gestern sind ja ein paar Boote, hatten wir ein bisschen Schwierigkeiten mit anderen Booten. Ja, und wir hatten unerwarteten Schwell heute Nacht. Der war gar nicht so wenig. Und deswegen ziehen wir jetzt mal um. Ansonsten erwarten wir aber nichts Besonderes heute. No. La primera vez que tú me la hiciste, baby, quería matarme, yeah. Pero ahora no. El problema fue amarte, yeah. Sabiendo que no sientes nada y no sabes querer. Esta mi despedida, vete con el que tú un día. Suerte que ya no eres mía, yo ya no te aguanto. Gespannt, wie jetzt die Bucht ist. Das ist ein bisschen. Die ist ziemlich groß. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die geschützter sein soll als die kleine, aber ist wohl so. Jetzt gucken wir halt mal, wie es da so ist. Auf jeden Fall ist da ein Ort. Können wir noch mal ein bisschen proviantieren und unseren Müll wegbringen. Das ist schon mal ganz gut. Wir fahren jetzt in die Cala Tarida. Auf dem AIS sieht das so aus. Also man hat den Eindruck, es wäre kein Platz mehr, aber der Blick nach vorne ist dann der hier. Also zum einen deutlich mehr Schiffe als auf dem AIS, aber doch deutlich mehr Platz. Also wir werden da bestimmt einen Platz finden und es scheint auch so zu sein, dass mit Posidonia da nicht so viel ist. Das war ja im anderen Ankerspot so das Problem. Hinter mir sieht man 2 Yachten und die sind jetzt mittlerweile aneinander durchgeschweut, aber da ist nur noch 1,5 Meter Platz. Und die Spanier verwenden keine Ankerpunkte
Positionsbojen und das finde ich sehr schwierig. Die können damit auch nichts anfangen. Wir hatten eine, bis wir sie in den Propeller gekriegt haben. Und da ist es auch schon passiert, dass uns die Leute den einsammeln wollten vom Dinghy aus, weil sie nicht wussten, was das ist. Und ja, wir hatten gestern Abend auch jemand, der kam, hat geankert, das war viel zu nah. Und er hat dann gemerkt, als die Boote anfingen zu schwäuen, dass es nicht reicht und hat sich dann nochmal umverlegt. Aber oft ist es so, dass ja, sie einfach nur kommen, den Anker werfen, gar nicht mal einfahren und auch nicht so wirklich drauf achten, wo vielleicht der Anker vom Nachbar liegen könnte. Das heißt, die Schwellkreise sind unterschiedlich und dann passiert eben sowas, dass es halt extrem eng wird auf einmal. Aber gut. Es ist ja nur bekannt, dass wir Lost Places ziemlich gerne mögen und jede Stadt, jedes Land, jedes Ort hat irgendwie sein Lost Place. Das hier ist jetzt auch mal wieder der Hammer. Das ist also es nennt sich Festival Club und das wurde in den 70ern gebaut als Festival, Veranstaltungsraum irgendwie. Es gibt eine große Arena und große Zuschauerbänke, also Zuschauerränge mit gemauerten Bänken. Es gibt sanitäre Anlagen, steht natürlich alles nicht mehr. Und es ist unfassbar, also wie groß dieses Ding gebaut wurde in den 70ern. Und mitten im Nix, also mitten im Nirvana. Also hier hättest du echt Partys feiern können bis zum Abwinken, das hätte keiner gemerkt. Und es ist eigentlich auch eine ziemlich schöne Location, also mit vielen Details auch. In den Wänden sieht man noch Relief, typisch 70er Figuren und so weiter. Also Hammer. Ist natürlich jetzt große Leinwand für Graffitis, gute sowie schlechte, wie immer alles dabei. Aber die Location ist echt unfassbar. Es ist ein bisschen lauter hier, man hört es im Hintergrund. Also weiß nicht, hier müssen tausende Grillen sitzen. Wahrscheinlich sind es nur 3, aber die machen den Lärm für alles, weil es ja eine Arena ist und eben entsprechend den Lautstärke-Raum bietet. Der Knaller wirklich. Also es ist wirklich zu empfehlen. Muss man einfach gucken nach Festival Club. Google Maps zeigt dir genau, wo es ist. Ich gucke mich jetzt mal weiter um. Darf ich jetzt? Natürlich.
Das Video war ja ein bisschen ruhiger. Schöne Erlebnisse, spannende Erlebnisse, besondere Erlebnisse, aber eben auch nicht zu doll, weil die letzten 2 Videos, da waren wir ja einen Tag in der Ankerbucht, das war sehr chaotisch. In diesem Video fand ich super spannend, wie wir teilweise durch unsere deutsche Brille gucken, also gerade so dieses, wie nah dürfen sich Boote kommen oder wie da will ich ein Boot da haben und wie die Spanier das dann ganz anders sehen oder ganz generell andere. Das ist auch das Gleiche, wie gut muss ein Boot ausgestattet sein oder keine Ahnung, gibt es ja viele Beispiele. Und den Festivalclub. Uns beide faszinieren solche Plätze und deswegen fand ich das einen wunderschönen Ausflug. Es gibt übrigens in einem der nächsten Videos einen ähnlich schönen, ich fand fast noch spannenderen Lost Place. Bleib da gerne dabei. Wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du bei diesem Video ein Like hinterlässt und natürlich einen Kommentar. Wir freuen uns immer zu wissen, was ihr über die Videos denkt. Und ja, klar, share, like und comment. Mach die Glocke an, wirst du das nächste Mal informiert. Und bei Facebook und Instagram gibt es auch was zu gucken. Und ansonsten vielen Dank bis hierher, dass du dabei warst. Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Schönen Abend oder schönen Tag, je nachdem, wann du gerade guckst. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.